Hey, ich bin Tobi und ich möchte euch heute von einer Geschichte erzählen, die ich letztes Jahr im Februar erlebt habe. Und zwar letztes Jahr im Februar war es mein Traum, nach Futa-Le-Fou zu reisen, und zwar mit meinem Kajak. Allerdings hatte ich kein Auto. Ja, und ohne Auto lässt es sich mit Kajak natürlich schwer reisen. Und deswegen ist die Schnapsidee entstanden, dass ich einfach mit dem Fahrrad fahre. Südamerika. Über die Anden. Kein Auto. Fahrrad, Anhänger und Kajak. Einmal abgestiegen, das war der Fehler. Jetzt wird erstmal geschoben. Und ganz mit dem Motto, es gibt immer einen Weg ans Ziel. Jedoch, wenn man mit dem Fahrrad fahren will und sein Kajak transportieren will, dann braucht man natürlich auch noch einen Anhänger. Deswegen habe ich auf Facebook Marketplace in Chile einen alten Kinderanhänger gekauft. Und diesen Kinderanhänger habe ich dann umgebaut zu einem Kajakanhänger. An der Stelle auch herzlichen Dank nochmal an Carlos, der mir dabei geholfen hat. Das Ganze war natürlich nicht so einfach. Es musste erst die Verbindungsstange zum Fahrrad verlängert werden. Es mussten die Achsen stabilisiert werden. Und dann musste noch eine extra Verbindung für das Fahrrad hergestellt werden, weil die normalen Verbindungsteile, die man in Europa bekommt, konnte ich zu diesem Zeitpunkt hier nicht bekommen. Das restliche Gepäck habe ich meine Trockensäcke gestopft und mit Hilfe eines Holzbrettes an die Gabel meines Fahrrads befestigt. Anfang Februar war dann endlich alles fertig und ich konnte Richtung Futa durchstarten. Meine Route, die geplant war, ging über die Ruta 40 durch Argentinien. So, jetzt geht die Reise los hier. Am Anfang direkt auf der Gravel Road. Ja, momentan habe ich so das Gefühl, ist noch nicht alles perfekt gepackt. Ich muss auf jeden Fall noch mal das Gewicht verlagern, weil der Hänger auch, glaube ich, so ein bisschen zu schwer ist. Jetzt geht es gleich erstmal auf die Straße und mal schauen, wie es dann weitergeht. So, das ist das Panorama hier und da hinten ist der Vulkan Villarrica. Das Kajak war breiter als der Anhänger und somit musste es oberhalb der Räder platziert sein, und dafür habe ich meinen Wanderrucksack genutzt. Dieser Wanderrucksack, der gibt natürlich ein bisschen nach, und wenn da nicht alles richtig festgeratscht ist, dann rutscht das Kajak vom Anhänger runter. Wow. Jetzt geht's los. Letzte Stadt hinter mir gelassen in Chile. Und jetzt wird's spannend, denn es geht bergauf. Hier anzutreten ist sau schwer mit dem Hänger. Sau schwer. Boah, Alter. Und das ist der Gang jetzt. Und selbst das ist fast unmöglich. Einmal abgestiegen, das war der Fehler. Ich schaffe es hier gerade nicht mehr anzutreten. Jetzt wird erstmal geschoben. Boah. Wer von Chile nach Argentinien will, der muss erstmal über den Hügel. Also auf geht's über den Hügel. Bring den Esel rüber. Wer sein Fahrrad liebt, der schiebt. Jetzt geht's weiter. No excuses. Bitte nach der Kurve nicht nochmal so eine Steigung. Bitte nicht. Come on.
Okay, ich habe gerade hier an diesem Ort Wasser bekommen und mir wurde jetzt gesagt, dass das noch viel steiler wird und 3 Kilometer lang nur gleich Serpentinen sind. Das schaffe ich nie im Leben in den nächsten 4 Stunden, weil das muss ich alles schieben, gehe ich von aus. Das heißt, heute schaffe ich es nicht zu dem See und deswegen werde ich jetzt hier an dieser schönen Stelle campen dürfen und dann morgen mal schauen, ob ich es schaffe. Es wird richtig schwer werden und ich werde wahrscheinlich einige Sachen einfach hier lassen. Sonst schaffe ich das hier nicht über den Berg. Also, morgen geht's weiter. Let's go. Mir wurde sogar dann die Möglichkeit gegeben, dort bei diesen Menschen im Garten zu campen. Die Chance habe ich natürlich genutzt und bin dann früh schlafen gegangen, um am nächsten Morgen möglichst früh durchzustarten.